Wir sind Melinda und Varvara. Im Oktober 2023 sind wir mit unserem Camper in der Schweiz gestartet. Wir sind über Frankreich nach Spanien und Portugal gefahren. Wir haben tolle Städte besucht, sind viel gesurft und haben dem Wetter getrotzt. Unsere Neugier führt uns nun auf den afrikanischen Kontinent, wo wir unsere Reise in Marokko fortsetzen. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserem ersten Marokko-Video. Und ich bin gerade dabei, meine Drohne am Verpacken mit einem Silikatpäckchen. Und dann kommt das alles in eine Box und dann versuche ich es diesem Agenten umzugeben, wo wir die Tickets kaufen für die Fähre. In Marokko sind Drohnen nämlich verboten. Jetzt fahren wir zu diesem Carlos. Das scheint ein ganz berühmter Mann zu sein. Alle sprechen nur von Carlos, wo man die Fährtickets für Marokko bekommt. Und jetzt gucken wir mal, ob das klappt. Ab zu Carlos. Ich habe gerade erzählt, dass Carlos ein berühmter Mann zu sein scheint. Auf geheimer Mission. So, es ist Tag der Abreise. Bei Carlos haben wir gestern die Fährtickets für die Überfahrt nach Marokko bekommen. Das war ganz lustig. Weil Carlos ist etwa wahrscheinlich 80 Jahre alt und seine beiden Töchter schmeißen da den Laden und er bringt alles durcheinander. Aber ist ganz ein Lieber, alle sind mega nett dort. Wir fahren jetzt dann gleich los zur Fähre. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Und du? Ein bisschen, weil es regnet und wir halt keine Ahnung haben, wie die Straßenverhältnisse sind bei Regen. Ich habe gelesen, die Autobahnen sind super in Marokko, aber halt, wenn man nicht Autobahn fährt, also weil halt zum Teil keine Autobahnen sind, dass das kann spannend werden. Aber ich denke, das wird kein Problem sein in den Küstenorten. Ich glaube, das wird kein Problem sein. Bis dahin, wo wir fahren wollen. Wir stehen in der Reihe, um auf die Fähre aufzufahren. Wir haben viele negative Geschichten gehört über die Einreise mit dem Camper nach Marokko. Aber wir sind in Marokko! Wir sind in Marokko angereist. Wir sind gerade durch den Zoll. Ging einwandfrei. Ein bisschen Aufregung ist es. Haben wir unsere Freunde wieder getroffen. Genau. Jetzt gehen wir hier noch Geld wechseln. Wie ist es, in Marokko Auto zu fahren? Ja, sehr angenehm im Moment. Weil einem davon abgeraten wird, in der Nacht Auto zu fahren, haben wir Tétouan als ersten Stopp ausgesucht. Die Stadt liegt nur 1,5 Stunden Fahrt vom Fährhafen Tanger Med entfernt. Die erste Nacht haben wir hinter der Polizeistation auf einem Parkplatz verbracht. Ein für unseren Geschmack etwas abenteuerlicher Start. Wir haben gefrühstückt und machen uns jetzt auf den Weg in die Altstadt. Durch die kleinen Gässchen und schauen uns mal an, was da auf dem Souk, also auf dem Markt, alles verkauft wird. Und angeblich ist Medina von Tétouan die weltschönste Medina. UNESCO-Weltkulturerbe. Genau. Und tatsächlich wird man da nicht immer angesprochen, also man kann ganz in Ruhe durch die Gassen schlendern, was glaube ich eine Ausnahme ist für dieses Land. War gestern schon ganz angenehm und jetzt schauen wir uns das Ganze mal bei Tag an.
Wir sind von Tétouan weitergefahren nach Chefchaouen, auch die blaue Stadt genannt. Und wir wollten euch noch kurz ein Update geben zum Teppichkauf, weil wir haben den Teppich gekauft, aber er ist nicht hier. Und Varvara, möchtest du was sagen oder kannst du noch immer nicht darüber sprechen und soll ich erzählen? Du darfst sehr gerne, ich bin immer noch ein bisschen sauer. Varvara war wirklich bereit, quasi abgezockt zu werden, auch zu sagen, hey ja, ich kaufe den Teppich, auch wenn er halt ein bisschen mehr kostet, als er eigentlich wert ist, aber es ist ein schönes Andenken, können wir auch gut gebrauchen für den Camper. Dann haben wir natürlich auch das Spiel mitgespielt mit dem Handeln und Varvara hat dann bezahlt mit Kreditkarte. Wir waren auch schon auf dem Weg raus und dann kam sie natürlich hinterher und von wegen, ja, nee, es wäre nichts bei ihnen eingegangen, hätte nicht funktioniert mit der Karte, aber Varvara konnte dann auf dem Handy beweisen, doch, hier ist abgebucht, ist bezahlt. Dann ging das ein bisschen hin und her, haben sie noch von der Polizei geredet. Und ich wollte den Teppich klauen. Genau. 20 mal 20 Zentimeter. Und dann irgendwann wurde es uns einfach zu doof, haben wir ihnen den Teppich wieder in die Hände gedrückt. Damit hatten sie wohl nicht gerechnet, auch nicht, dass wir ihnen auf dem Handy beweisen können, dass es sehr wohl bezahlt wurde. Da wussten sie nämlich nicht mehr, was tun und wir sind dann einfach weggelaufen und ja, haben jetzt versucht, das bei der Bank noch irgendwie zu stornieren. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber ja, das war so ein bisschen... Ja, wir haben uns über uns selber geärgert eigentlich. Ja, und wir meinten ja echt, also gut und nett und ein Andenken kann man ja kaufen. Also ich meine, egal bei welchem Laden Ja. bezahlt man ja mehr. Und ich dachte, ja, come on. Also ich hatte wirklich Freude gehabt. Aber die wollten halt, dass man die Kreditkarte zweimal hinhält, oder? Dass man Dass du halt doppelt bezahlst bezahlt oder einfach, ja. dreifach bezahlt, weil die sagen, nee, ist nichts rausgekommen. Aber da so doof, da bin ich da. Nee, also da, ja genau. Aber ja, wir waren ja insgesamt ein bisschen doof. Ja. Aber was soll's. Tja, jetzt haben wir halt keinen Teppich, aber ich denke, wir sind ja noch ein bisschen in Marokko unterwegs. Irgendein anderer Teppich wird uns schon über den Weg laufen. Über den Tisch ziehen. Wir sind immer noch in Chefchaouen. Wir waren jetzt 5 Tage hier. Nicht ganz freiwillig, denn ich hatte leider eine Lebensmittelvergiftung, die mich ziemlich ans Bett gefesselt hat. Und jetzt geht es mir aber wieder besser. Und Varvara ist schon am Zusammenpacken. Und wir fahren weiter Richtung Moulay Idriss. Jetzt auch wieder auf dem Camping, damit ich mich noch ein bisschen ausruhen kann und dann schauen wir dann weiter. Guten Morgen. Guten Morgen aus Moulay Idriss. Wir genießen die Sonne hier und fahren dann heute wieder weiter Richtung Meknes. Und dieses Mal lassen wir uns aber keinen Teppich andrehen. Vielleicht doch. In Meknes kommen wir an einem Freitag an. Für Muslime ein ähnlich wichtiger Tag wie für uns der Sonntag. Das heißt, alle Geschäfte sind zu. Aber in der Medina von Meknes, welche ebenfalls auf der Liste der UNESCO-Weltkulturerbe steht, wird fleißig restauriert und repariert.
Und wie man liest, wird das von den Marokkanern selbst angetrieben. Also, wir zeigen nicht immer nur die schönen Stellplätze, die wir haben, sondern jetzt seht ihr auch mal, wie es anders sein kann. Viel Spaß! Leider kann man keinen Geruch ausnehmen. Ja, genau. Ich glaube, da ist der Fischmarkt, wo wir gerade stehen. Also die Location ist unschlagbar, direkt vor der Medina, aber ja. Unser trautes Heim. Ah ja, da sind alle Hunde schon unterwegs. Jetzt sah es einfach wie ein Camping aus, aber hier hinten ist quasi die Müllhalde. Hier alte, kaputte Autos an der Stadtmauer. Da überall Abfall, streunenden Hunde. Ja, hier stinkt nach Fisch. Von Meknès fahren wir nach Asru. Asru ist ein guter Ausgangspunkt, um in die Atlasberge zu gelangen. Dort machen wir ein paar Tage Pause, wandern im Zedernwald und bestaunen die Fauna, die uns dort begegnet. Ob das klappt und wir über den hohen Atlas kommen, können wir hoffentlich im nächsten Video zeigen. Schön wart ihr dabei!